Sie haben jetzt schon so einen Einführungsteil eben bekommen vom Gregor Sommer in die, sagen wir mal, in die Theorie sozusagen vom Röntgen-Thorax, und wir möchten jetzt einfach das noch ein bisschen praktischer mit Ihnen noch ein bisschen anschauen, dass es auch ein bisschen interaktiver, noch ein bisschen lebendiger wird. Unter normalen Umständen wären Sie ja bei uns jetzt in der Abteilung gewesen. Wir würden Sie jetzt rumführen, verschiedene Befundungsstationen würden Sie kennenlernen. Aber wir müssen das halt jetzt ein bisschen interaktiv online machen, aber ich denke, wir werden das ganz gut hinkriegen. Und um was es jetzt ein bisschen geht, um Ihnen einfach auch so die Praxis zu vermitteln, ist von den Lernzielen her das Verstehen und das Anwenden eben jetzt aus dem Gelernten, also der Röntgenanatomie. Sie sollen also verschiedene anatomische Landmarken zuordnen können. Sie sind dann hoffentlich in der Lage, normal und pathologische Befunde voneinander zu unterscheiden. Und es geht dann eben darum, um das Demonstrieren, Interpretieren und dann auch Markieren von pathologischen Befunden in Röntgenbildern. Und Sie sollen dann daraus praktisch so eine medizinische Dringlichkeit dann auch ableiten können. Vom Programm her, wir liegen eigentlich sehr, sehr gut in der Zeit. Und ich würde jetzt eben mit dem Maurice Henkel Ihnen die Einführung geben in das RapMed-Modul. Und nach dieser Einführung haben Sie dann etwa 2 Stunden Zeit, also bis um 11:30 Uhr würde man jetzt mal veranschlagen, diese interaktive Session, die dann nicht mehr jetzt live stattfindet, sondern die machen Sie sozusagen online für sich im Team auch. Wir werden es Ihnen zeigen. Sie haben dann auch verschiedene Möglichkeiten, sich da gegenseitig auszutauschen, Fälle zu diskutieren. Und das machen Sie eben praktisch einmal durch dieses RapMed-Modul und dann auch so ein Google-Formular, was ich Ihnen dann auch gleich noch zeigen werde. Und dann treffen wir uns wieder um 11:30 Uhr, würde ich sagen, für eine Nachbesprechung. Dann wird man die Fälle, die Sie dann angeschaut haben, annotiert haben, nochmal gemeinsam angucken und auch auf Ihre Fragen natürlich eingehen. Gut, dann haben wir das. Dann gehe ich hier mal ganz kurz raus. Genau. Was ich vielleicht noch so als allgemeinen Hinweis, Sie sehen unter Ihrem YouTube-Livestream haben Sie auch das ganze Material an Folien, was wir jetzt verwenden, auch nochmal zu sehen. Auch für diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen später gekommen sind, können sich auch die Folien vom Gregor Sommer dann auch da nochmal in Ruhe anschauen. Ich hoffe, Sie haben sich alle dann schon einen Account erstellt für das RapMed. Falls nicht, sollten Sie das dann einfach nochmal sozusagen tun. Das ist relativ einfach möglich. Wenn Sie dann hier sozusagen auf Login gehen, können Sie sich ein ganz einfaches Login erstellen, dann haben Sie das. Und für die Bearbeitung würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich so ein Dual-Screen aufsetzen, einmal eben mit dem RapMed Account und dann nebendran hier dieses Google-Formular, wo verschiedene Fragen für Sie eben bereitgestellt sind, die Sie jetzt dann eben interaktiv lösen können. Ich will jetzt einfach das ganz kurz so ein bisschen mit Ihnen durchgehen, was Sie da sozusagen erwartet. Also Sie haben praktisch das Google-Form und die Fälle in RapMed, die sind quasi miteinander gelinkt. Also das Case 1 quasi in RapMed entspricht dann auch dem Fall Nummer 1 hier in dem Google-Form. Also Sie werden erst ein bisschen was gefragt hier in dem Google-Form und gehen dann in das RapMed rein. Und es wird am Anfang in dem Google-Formular werden Sie so ein paar Sachen gefragt, eben E-Mail-Adresse, einfach, dass wir sozusagen auch ein bisschen einen Track-Record haben von dem, was Sie da jetzt machen, dass wir es auch gegenüber dem Dekanat sozusagen dokumentieren können, dass Sie da teilgenommen haben. Genau. Das sind erst ein paar allgemeine Fragen, ob Sie zum Beispiel schon mit E-Learning-Tools in Berührung gekommen sind. Und dann geht es eben in diese Cases rein. Und das will ich Ihnen kurz zeigen. Am Anfang ist es eben so, die ersten paar Cases, da geht es darum, um ein bisschen Röntgenanatomie sich anzuschauen. Da wird zum Beispiel jetzt erstmal gefragt, annotieren Sie den Aortenknopf. Und dann würden Sie hier in Ihre Session reingehen, in RapMed, und dann ist eben die Aufgabe, annotieren Sie den Aortenknopf. Und wie gehen Sie jetzt davor? Also die Idee ist jetzt wirklich auch hier von dem RapMed, dass Sie auch die Umgebung haben von einem radiologischen Befundungssystem, also im Prinzip so ein bisschen so eine PAX-Lite-Version. Also Sie haben hier Funktionalitäten auch, Sie können das Window-Level, können Sie verändern, Sie können auch reinzoomen.
Genau, all das, was wir auch in der Radiologie so tagtäglich machen. Und dann können Sie eben hier mit diesem ROI-Tool können Sie Strukturen markieren. Also zum Beispiel so. Und dann haben Sie das markiert und Sie können das aber auch nochmal editieren. Hm. Können sagen, jetzt will ich diese Struktur markieren und dann klicken Sie bitte auf Save. Dann ist es sozusagen gespeichert. Ich mache das jetzt einfach mal, auch wenn das natürlich nicht der Ortenknopf ist. Genau, ich bin jetzt hier nicht eingeloggt. Da werden Sie also nochmal quasi gewarnt, wenn Sie nicht eingeloggt sind. Aber das wird dann gespeichert und es taucht dann hier, wenn Sie es gespeichert haben, auf der rechten Seite hier eine Funktionalität auf, dass Sie sozusagen Fälle dann auch diskutieren können. Und so würden Sie praktisch jetzt Fall für Fall quasi durchgehen, immer wieder eben zurück zur Google Forms, dann wäre es hier sozusagen Fall 2, wäre dann eine andere Struktur, die Sie markieren und so weiter. Wenn wir dann weitergehen Richtung Pathologien, dann kommen auch richtige Fragen dazu. Also um welche Pathologie handelt es sich? Also Sie gucken sich an sozusagen Bild Nummer 9 zum Beispiel. Gehen wir mal auf 9. Sie können auch hier das Pop-up-Menü anschauen. Genau, dann ist erst die Frage, was ist es für eine Pathologie und dann eben diese entsprechende Pathologie in RapMate mit diesen Funktionalitäten annotieren und abspeichern. Genau. Und dann können Sie noch eben sagen, wie schätzen Sie die medizinische Dringlichkeit ein? Ist es eher gering? Ist es hoch? Und hier können Sie dann auch noch angeben, soll dieser Fall nachbesprochen werden? Also wenn Sie das Gefühl haben, das verstehe ich jetzt gar nicht, dann können wir auf diese Fälle dann natürlich auch nachher dann nochmal gezielter eingehen. Sie werden sehen, dass in manchen Fällen haben wir dann auch nicht nur das PA-Bild, sondern auch das laterale Bild natürlich, um Ihnen auch wirklich alle Informationen zur Verfügung zu stellen. Sie sehen das dann hier bei Image, bei der Image Series ist eins von 2 beispielsweise, das ist jetzt das PA. Und wenn Sie dann hier runter scrollen, dann sehen Sie auch nochmal das laterale Bild. Von den Annotationen her ist es wirklich so, dass bis auf 2 Ausnahmen alle Annotationen eigentlich im PA-Bild stattfinden sollen. Diese anderen beiden, da sieht man die Pathologien eigentlich eben nur richtig lateral. Deswegen würden Sie da in diesen 2 Fällen die Annotation lateral machen, sonst immer eigentlich PA. Genau. Und damit das Ganze dann ein bisschen noch angereicherter wird, es sind nicht nur Röntgenthoraxbilder, also das meiste schon, aber wir haben bei ein paar Fällen haben wir Ihnen dann auch die Schnittbildgebung mit dazugegeben, einfach, dass Sie so ein bisschen dann auch sehen, wie dann der Schritt sozusagen von dem konventionellen Röntgenbild dann zur weiteren Diagnostik eigentlich so abläuft. Und Sie sehen dann die gleiche Pathologie nochmal zum Beispiel in einem MRI oder in einem CT oder in einem PET-CT. Einfach, dass Sie da ein bisschen Gefühl noch dafür bekommen. Gut, gibt es irgendwelche Fragen von Ihrer Seite jetzt für den Start von diesem praktisch interaktiven Teil? Mhm. Mhm. Genau, also ich bleibe jetzt einfach noch ein bisschen hier live sozusagen. Für Sie steht zur Verfügung für Fragen. Ich hoffe, das hat alles funktioniert mit dem Anmelden. Also eben Ihr Google Forms, vielleicht kann ich das auch noch sagen, sieht noch ein bisschen anders aus, weil ich habe hier sozusagen die Master-Quiz-Funktionalität. Sie werden dann wirklich schön Fall für Fall eigentlich so durchgeführt von Abschnitt zu Abschnitt. Schauen Sie einfach wirklich immer drauf, dass Case 2, dass Sie da nicht sozusagen verrutschen. Aber es sollte wirklich so sein, dass jeder Case in der Google Forms hier mit einem Case in der RapMate Session korrespondiert. Genau, also eben, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie es einfach in den Live-Chat rein. Bisher gibt es keine Fragen, sehe ich. Ich warte noch ein paar Minuten.
Genau, Sie werden jetzt nicht unmittelbar, vielleicht kann ich das auch noch sagen, Sie werden jetzt nicht unmittelbar ein Resultat sehen von dem Quiz, was Sie da durchführen. Aber ich schicke Ihnen dann am Ende von der ganzen Session, auch nach der Nachbesprechung, schicke ich Ihnen dann sozusagen die Ergebnisse dann auch zu. Das ist so eine Funktion in dem Google-Form, wo ich dann praktisch hier mir Ihre Antworten anschauen kann und dann kann ich Ihnen dann auch da so einen Report per E-Mail zuschicken. Vielleicht um Ihnen dann noch irgendwelche Ängste zu nehmen. Das alles ist überhaupt nicht prüfungsrelevant. Im Gegenteil, das soll wirklich für Sie einfach so eine interaktive Chance sein. Ich denke, ein bisschen ein Quiz, ja, führt dann auch dazu, dass Sie wirklich, sagen wir, sich konzentriert mit den Fällen auseinandersetzen, aber wir werden das jetzt nicht für irgendeine Note oder irgendwas verwenden. Also das gar nicht. Da kann ich Ihnen die Angst schon mal nehmen. Das ist wirklich was für Sie sein sollte, wo Sie jetzt Ihr Wissen einfach ein bisschen testen und erweitern können. Gut, also ich habe Sie immer noch keine Fragen. Ähm, Ich denke, wir würden dann, also wir lassen diesen Livestream. Der Maurice schaltet da jetzt sozusagen einfach wie so was Spezielles auf, ähm, was sozusagen diese Pause dann sozusagen dann zeigt. Und eben, Sie haben jetzt wirklich Zeit. Ich denke eben, wir lassen dann trotzdem diese 11:30 Uhr, weil manche eben ein bisschen später gestartet haben. Dann können Sie sich nochmal in Ruhe wirklich die Vorlesung vom Gregor Sommer mit dazu anschauen. Und dann gehen Sie schön Fall für Fall durch und beantworten das. Und um 11:30 Uhr treffen wir uns dann wieder und gucken dann kompakt zusammen diese Session nochmal an, gucken, wie Sie annotiert haben, was da vielleicht Schwierigkeiten waren. Gucken wir dann alles zusammen an. Okay? Dann würde ich sagen, viel Erfolg.